Pingtum wurde vor etwas mehr als 13 Jahren gegründet in München. Mittlerweile haben wir Büros in München, in Hamburg, auch international einige Büros. Wir sind ein E-Training-Anbieter, das heißt, wir produzieren E-Trainings für Soft Skills in 5 verschiedenen Sprachen. Neben Deutsch sind das Englisch, Spanisch, Französisch und Chinesisch. Und dann ist es eben so, dass wir ein, ich würde mal sagen, sehr junges, stark wachsendes, agiles Unternehmen sind, was eben bedeutet, dass wir auch allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit geben, von da aus zu arbeiten, wo sie arbeiten möchten. Wir haben im Ausland Töchtergesellschaften und so sind wir eben sehr regelmäßig in Situationen, wo wir Meetingräume benötigen, weil wir hybrid zusammenkommen müssen und da natürlich entsprechende Technik vorhalten, damit wir nicht jedes Mal wieder in die Verlegenheit kommen, dass das nicht funktioniert oder sich irgendwer nicht einloggen kann. Das sind so ein bisschen die Kriterien, die für uns entscheidend waren, welche Immobilie wird es und wie bauen wir das innerhalb der Immobilie auf. Direkt frisch nach meinem Start, letztes Jahr im Sommer, habe ich direkt mit dem Projekt Geesthof gestartet, so haben wir das hier genannt, die neue Fläche, die wir seit dem 1.11. bezogen haben. Dazu gehörte auch erstmal ein komplettes Konzept zu entwickeln. Wie wollen wir uns eigentlich aufstellen? Welche Möglichkeiten haben wir technisch, räumlich? Wir haben unter anderem hier auch das Studio, wo Pingtum seine E-Learning-Videos dreht. Wir haben uns das aktuelle Büro angeschaut, was fehlt uns. Wir hatten vorab ein sehr kleines Büro für Pingtum hier in Hamburg und wollten uns auf jeden Fall vergrößern, wollten unsere eigene Studiofläche haben. Bis dato war die immer angemietet und wollten das alles unter einen Hut bringen, die ganze Company mehr zusammenführen, die Mitarbeitenden unter anderem, um uns da einfach auch zu vergrößern und auch da die Unternehmenskultur einfach auch zu steigern. Wir haben hier geschaut, dass wir die neueste Technik haben, um einfach auch langfristig die Räumlichkeiten zu nutzen, auch Hybrid-Personen dazuzuschalten. Wir haben unter anderem auch unsere Inhouse Academy hier, wo auch wirklich viele Veranstaltungen auch in Präsenz sind, aber auch, wie gesagt, vielleicht werden mal auch Personen zugeschaltet. Pingtum an sich war vor in München als Standort, hatte hier auch verteilt mehrere Büros und das hatte ich auch. Dann muss ein großes Büro her und das Büro muss auch funktionieren als Studiofläche und wir brauchen Platz auch für ein Greenscreen-Studio, gerade für so Livestreaming-Sachen mit PowerPoints, die im Hintergrund laufen und das ist quasi perfekter Platz. Wir haben hier die Lobby für die Livestreamings jetzt, auch ein Sammelpunkt zum Mittagessen. Wir haben die Büroflächen, haben jetzt die einzelnen Studioflächen. Und so mischen wir das ganze Büro, Studio. Das ist ein schöner Misch und ich glaube, das macht alles ein bisschen dynamischer hier. Was auch herausragend ist, was die Kunden auch sehr gut finden, ist halt wie immer dieses Kameratracking. Das finde ich halt, ist halt wieder eine Lösung, was halt das QC-System auch immer wieder nochmal einen oben drauf setzt gegenüber anderen, was sie nicht können. Oder vielleicht auch nicht so einfach umzusetzen. Für den Kunden. Das ist natürlich in der Videokonferenz immer sehr schön, wenn man auch wirklich sieht, mit wem spreche ich denn und nicht, ich sehe nur diese Totale von dem Raum und dann auch nicht in irgendeinem Kameraschwenk, sondern gerade durch die 2 Kameras ja immer schön mit diesem Kameraschnitt. Die Herausforderung bei Pingtum war auch, es ging nicht nur um einen Raum, sondern es ging um mehrere Räume, also um einen Konferenzraum, eine mobile Lösung, einen kleineren Raum und um einen, ich nenne den immer schön den Tunnel, weil es ist ein alter Eisenbahntunnel, der so gleichzeitig genutzt werden sollte, auch für Präsentationen, Videokonferenzen, Veranstaltungen, also ich höre einfach mal Musik, auch in verschiedenen Zonen. Ich möchte hier was anderes hören wie da, in einer anderen Lautstärke wie dort und auch noch den Außenbereich beschallen. Ich möchte dort aber auch genauso Präsentationen halten. Ich möchte dort genauso eine Videokonferenz starten. Und das gleiche eigentlich Bedienkonzept haben wie oben. Und das kann man, also in dem großen Konferenzraum. Und vom Prinzip her ist es genauso. Das Touchpanel ist genauso aufgebaut. Natürlich kommen noch ein paar Audiokomponenten dazu, über Lautstärke wegen den Lautsprechern. Aber das war halt auch so die Herausforderung, dass wir halt sagen, okay, wie machen wir denn die Räume, dass auch beide von der Bedienung her identisch sind. Und was QSC dort auch auszeichnet ist, wir brauchen nicht viele Kabel und nicht viele Produkte, um das zu realisieren. Man braucht nur so eine Handvoll Produkte, die zum größten Teil netzwerkbasierend verkabelt sind. Und es läuft. Stabil. Das ist eben das Wichtige. Das Feedback ist super. Also ich habe es mir selbst ja auch schon angeschaut und auch eins der User haben sich schon ausprobiert und
Es funktioniert wunderbar. Also das, was wir uns eigentlich mal vorstellen als IT-Plug-and-Play, hat ja wirklich funktioniert wirklich gut. Das System QSYS ist auch scheinbar sehr Innovatives. Also es funktioniert tadellos. Wir schließen da wirklich ein Notebook an. Sofort sind die Einstellungen da, die man braucht. Man hat ein Display, wo man einfach draufdrückt, was man gerade haben möchte. Also für den User ist das alles unsichtbar. Die Technik ist nicht zu sehen. Insofern sind auch bisher gar nicht große Fragen entstanden. Und das freut uns immer. Das zeigt immer, das funktioniert gut, wenn wir nicht eingreifen müssen. Das beste Feedback ist, dass die Personen selber die Technik an- und ausschalten können, dass sie einwandfrei das Touchpanel benutzen können und das alles selbst erklärend ist. Das ist nicht nur für die Mitarbeitenden eine Erleichterung auch, sondern für uns im Hintergrund und auch für unsere IT, dass das einfach reibungslos funktioniert. Und sonst freuen wir uns schon auf die nächsten Veranstaltungen stattfinden, um dann wirklich die Technik komplett auszuschöpfen.